in der Küche, Alter. Er ist schon wieder. Ja. Heute mal klassisch um 8:05 Uhr. Wir befinden uns wieder in der Küche. Moment, das ist ein falsches Bild. Also wieso stehst du da und Alicia ist da? Also kann mir das mal jemand erklären, oder? Weil der Gentleman sich gedacht hat, komm, ich tu meiner bezaubernden Frau auch mal ein Frühstück zaubern. Und deswegen wurden heute mal klassisch die Seiten gewechselt. Für dich habe ich heute auch Frühstück vorbereitet. Nicht dein Ernst? Ja, schön die Quaker, einen guten Start in den Tag mit Quaker. Denn gestern Abend haben wir einen schönen Abend gehabt. Nach dem Training mit Chris haben wir noch den Sushi-Laden um die Ecke auseinandergenommen. Dementsprechend sind meine Speicher voll. Und was immer wichtig ist an alle Wettkampfathleten, Athletinnen da draußen, ihr seid oft am Meckern, ihr seid oft schlecht gelaunt, seid vielleicht nicht ganz so cool zu eurem Umfeld. Mit solchen Aktionen könnt ihr das Ganze einfach mal wieder gut machen, bisschen Dankbarkeit zeigen. Hat aber auch noch folgenden Hintergrund. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin Trainingsfanatiker, ich liebe den Scheiß und ich kann nicht Florida verlassen, ohne jede Muskelgruppe in dem Revive Gym trainiert zu haben. Dementsprechend gehen wir heute mit dem besten Trainingspartner. Die Woche habe ich mit allen irgendwie Olympiateilnehmern trainiert, aber muss sagen, ein Leg Day mit Alice, der macht nochmal anders Druck. Habe schon alles vorbereitet hier, den Intra, die ERAs wieder. Heute mal ein bisschen Meta mit reingenommen in den Nitro X. Und natürlich das Frühstück. Ja, nach dem Training gibt es einen kurzen Boxenstopp, habe ich mir gedacht. Ich gestalte das heute wie in der Formel 1 im Rennsport. Fährst erst eine Runde, dann gibt es einen Ölwechsel kurz. Dann wird mein Blut wieder mit Sauerstoff angereichert. Alice kriegt eine Vitamininfusion. Und dann geht es heute Nachmittag in Runde 2 und morgen geht es dann so in den Flieger. Wunderschön, ich kann es nur immer wieder sagen. Ich stand heute Morgen schon da oben, kannst du mal filmen, das ist unsere Bude hier. Der rechte Balkon ist unserer, gegenüber vom Eisladen hier, so wie es sein muss. Ist einfach wunderschön. Markus, die Tür steht offen, wenn ich bitten darf, ab ins Studio. Da drüben ist der Laden, wo wir gestern essen waren. Und guck dir den Schulbus an. Wir haben heute, by the way, auch den US-Style übernommen, denn das Airbnb ist ja gefühlt 500 Meter weg vom Studio. Und was die Amis oder die Jungs hier gerne machen, die laufen möglichst wenig. Und so machen wir es halt auch. Wir fahren mit dem Auto direkt vor das Studio, geben richtig Vollgas und dann fahren wir direkt wieder vor die Haustür. Weil du siehst ja sonst echt keinen Fußgänger. Normal sind wir morgens immer zum Cardio gelaufen. Aber ja, sonderlich viele Leute hat man da nicht gesehen. Es ist was Gewohntes, in einem ungewohnten Umfeld, mit geileren Geräten, aber der gewohnte Ablauf und Drive, so. Ich bin richtig im Fokus, macht Spaß. Die Handy-Notizen, weißt du, normale Menschen gehen nachts um 4 aufs Klo, erledigen ihr Geschäft und gehen dann wieder ins Bett. Und ich dachte mir, was machen wir morgen für Beine? Und habe jetzt schon einen Plan zusammengeschrieben. Also ja, ich bin verrückt ab und zu, aber so muss es sein, wenn man den Sport macht. Nach 4 verschiedenen sitzenden Beinbeuger-Varianten haben wir uns jetzt letztendlich für das geile Stück entschieden. Tatsächlich noch ein Flex-Fitness-Gerät, die sind ultra selten. Es sieht auch ziemlich alt aus, deswegen tut's mir oder bekommt es mir ziemlich gut. Hat so dann die Bunker-Vibes. Wir arbeiten mit 3 Sätzen hier, machen ja immer so zwischen 8 und 15 Wiederholungen, keine Ahnung, also irgendwo da, jedenfalls ans Versagen ran und ja, machen dann noch im letzten Satz ein Intensifier, was das sein wird, gucken wir. Mache ich nach Gefühl aus und dann soll es passen. Ja. Okay. Einen richtig dicken Stretch drauf. Bisschen zu leicht der Stapel, aber man kann auch mal einen Topsatz zwischen 10 und 20 Wiederholungen machen. 2 gehen noch, komm. Normal, wie gesagt, wir machen 3 Sätze. Jetzt während dem Satz hat sich so geil angefühlt und ich habe immer noch über 10 gemacht, dass ich gesagt habe, wir machen Restpausesatz. Könnt ihr mal daheim ausprobieren. Ihr macht den Satz,
Macht so zwischen 10 und 12 Wiederholungen. Gib ihm bis zum geht nicht mehr. Haltet dann oben in der Spannung. 10 Atemzüge, vielleicht auch 12. Gewicht bleibt unverändert. Macht dann weiter und macht das Ganze bis nicht mehr als 3-4 Wiederholungen gehen. So habt ihr halt nochmal mit demselben Arbeitsgewicht 5-6 qualitative Wiederholungen mehr rausgeholt. Und mit dem statischen Halten im Stretch reißt euch der Beuger oder ja, die Muskelgruppe, die halt gerade trainiert. Deswegen 2 Sätze haben hier auf jeden Fall ihren Job gemacht. Beuger ist definitiv lediert und wir können mit Quads weitermachen und später zurück zum Beuger kommen. Gespannt, was ich da drauf laden kann, aber die ist ziemlich robust, die Maschine. Kommt der eigentlich mit nach Deutschland? Ich schwör's dir, das habe ich mir heute Morgen überlegt. Das versiffte Ding, eigentlich muss ich es mitnehmen. Welche auf jeden Fall mit in die USA gekommen sind, ist der Gürtel, den mir Alice damals geschenkt hat für die Prep. Und die stinkenden Kniebandagen. Jeder Drogenspürhund ist da in Ohnmacht gekippt am Flughafen. Gerade in so Gyms in den Staaten, wo die Klima aggressiv am Laufen ist und es sich eher anfühlt wie ein Temperatursturz von Afrika in die Antarktis, will ich meine Gelenke da warm halten. Ich habe mich unterschätzt. Vorhin rede ich noch, unterschätzt euch nicht, probiert was aus. Jetzt habe ich 6 Scheiben gemacht, auf 11 glaube ich. Also ein ziemlich hoher Topsatz. Eigentlich wollte ich so zwischen 7 und 9 machen. Also 7 oder 8 Scheiben hätte ich auch geschafft. Aber ich hatte meinen Kollege Ian Valier im Kopf. Wer den kennt, ein Monster. Und der hat hier 9 gemacht. Und dann dachte ich, hä, Digga, wenn der 9 macht, schaffe ich vielleicht maximal 5. Aber ja, ging gut. Dafür mache ich jetzt 5 im Backoff-Satz. Weiter geht's mit der Cybex Beinpresse. Die Eltern von Oz mögen ihn bitte auf der Spielewiese abholen. So fühle ich mich hier irgendwie. Wir machen nochmal eine Beinpresse, diesmal einbeinig, unilateral, auch wichtig, da man meistens mit einem Bein ein bisschen stärker drückt oder so. Und das tut Dysbalancen ausgleichen, deswegen tue ich immer für Rücken, für Beine, für Arme, Bizeps, Trizeps verschiedene unilaterale Übungen mit einbauen, also einzeln. Könnt ihr auch gerne machen auf jeden Fall. Hier haben wir ja, eine Beinpresse horizontal, finde ich ganz cool, kann man wieder die Spannungskurve verändern, haben wir jetzt aber nicht viel modifiziert, sondern einfach gleichmäßige Spannung, haben wir jetzt eingemacht zum Reinkommen und zum Anfühlen der Maschine und jetzt scheppere ich direkt einen weg, bisschen höheren Wiederholungsbereich und dann ist gut. Oh. Immer
Satz für Satz denken. Nicht jetzt das, dann die Übung, sondern Fokus auf eine Übung, eine Wiederholung, ein Satz und dann... So Vorfreude, dass ich jetzt explodiere. Weil dann geht man, finde ich, mit dem Mindset rein. Jetzt noch 3 Übungen vor, da muss ich die Kraft ein bisschen sparen. Ganz oft, wenn auch Leute von euch jetzt ins PT bei mir kommen, und sag ich denen nicht, ja, jetzt machen wir noch einen Dropsatz, weil dann gehen die all in und dann sage ich Dropsatz, dann sagen die, oh fuck, jetzt noch weiter. Weil wenn du denkst, okay, jetzt machen wir noch einen Dropsatz, lässt man nur ein paar im Tank, finde ich. Das ist ja auch der ganze Sinn hinter diesem HIIT-Prinzip, zu sagen, man hat nur 2 Sätze und dann denkst du dir, okay, in den 2 Sätzen muss ich abliefern. Wenn wir hier jetzt 10 Mal Beinpresse machen würden, garantiere ich euch, ihr würdet vielleicht eine Woche alle 10 Vollgas geben, aber in der nächsten Woche würdet ihr dann 7 Sätze machen und dann 8, 9, 10 wären so, ah ja, die 3 machen wir noch schnell. Deswegen mache ich auch gern oft 4, 5, 6 verschiedene Übungen mit 2 Sätzen, anstatt dass ich auch zum Beispiel Kniebeugen und Beinpresse jeweils 5 Sätze machen kann. Einfach aus diesem Aspekt die Psyche da ein bisschen auszutricksen. Ich bin's wieder. Man nennt mich auch Optimus Prime. Nee. Was wollen Sie uns heute verkaufen? Heute verkaufe ich Ihnen den Beinstrecker hier als letzte Quadrizepsübung. 3 Sätze, 15 bis 20 Wiederholungen. Im letzten Satz machen wir einen klassischen Kalecinski-Drop-Satz. Darf nicht fehlen. Ihr wolltet ihn hören, ihr kriegt ihn mit veränderter Bewegungskurve. Also jetzt arbeiten wir in der Spannungskurve, dass es am Anfang und in der Mitte sehr schwer ist und oben raus dann für einen geilen Squeeze leichter. Und ja, dann stecken wir das Gewicht runter, hier auf 2 und dann ist es in der Peak-Kontraktion ziemlich hart und da arbeiten wir dann drin. Also das ist der Plan. Let's do it. Komm. Ja. Hier auch immer wichtig. Bleib mal kurz sitzen. Wir haben hier den Drehpunkt des Geräts. Also hier ist die Drehachse. Ihr müsst mal gucken, dass immer euer Kniegelenk auf der Höhe ist. Für alle, die nicht wissen, wie man Beinstrecker oder Beinbeuger richtig einstellt. Also immer gucken, dass die Drehachse sozusagen durch euer Knie oder durchs Gelenk durchschießt. Und dann ist richtig eingestellt. Los! Oh. Beinbeuger am Liegen nochmal. Beuger jetzt nochmal den Rest geben. Und dann ist durch. Sind wir durch für heute. Ich habe mich jetzt fast schon wieder dabei erwischt, noch zu sagen, ja, ich mache noch ein bisschen gestreckt irgendwas für den Beuger. Und vielleicht noch sowas wie Ausfallschritte. Hätte ich gemacht, hätte ich heute nicht noch ein zweites Training, dann Rücken. Jetzt mache ich den liegenden Beinbeuger, einfach um den unteren Rücken rauszunehmen, weil ich da später auf jeden Fall noch Kraft brauche. Aber genau, das müsst ihr immer manchmal mit euch selbst ausmachen, wie ihr das Ganze gestaltet. 4, 2 Sätze, Vollgas und gib ihm. Das hat sich richtig geil angefühlt. Top. Was darf ich Ihnen heute mixen, Freunde? Wir haben wieder am Start Cuba Libre, Pina Colada oder auch den Post-Workout-Shake. Ne, halt, es ist, die treuen Zuschauer wissen es, der Morning Shake. Aha. Denn wir haben es jetzt immer noch früh am Morgen und das Beintraining ist durch. Der Morning Shake eignet sich aber auch für die Leute, die jetzt in der Früh trainieren, als Post-Workout-Shake gut, denn wir haben drin Kollagenpeptide, sehr, sehr wichtig. Für was, Schatzi? Für Antizellulite, straff das Bindegewebe. Immer direkt Frauen und Antizellulite, beste. Oder auch für die Männer, generell fürs Bindegewebe und für die Haut auch sehr gut. Kreatin dabei, das wichtigste Supplement überhaupt für den Muskelaufbau. Wir haben mTOR-EAAs von Vayu dabei. Pfirsich-Maracuja, bester Geschmack, by the way. Und die von Vayu besonders gut, weil wir da einen hohen Anteil an Leucin haben. Wir haben ja mehr als bei anderen Herstellern drin und Leucin sorgt für eine Proteinbiosynthese, für den Spike und das ist sehr wichtig nach dem Training. Zudem haben wir Glutamin, gut für eure Darmgesundheit, gut fürs Immunsystem, sehr, sehr wichtige Aminosäure unter anderem. Und was habe ich jetzt noch vergessen? Basenpulver, genau, für einen guten Säure-Basenhaushalt und
lieb. Liebe von meiner Freundin. Aber die kriegt nur ich. Dann erklär mal, während ich das hier reinfülle, den Leuten, wo es das Ganze zu erwerben gibt. Das Ganze könnt ihr bei esn.com erwerben mit dem Code Kulako. Was witzig wäre, einfach mal, was witzig wäre für einen Monat, schreibt es mal rein, für einen Monat einen Alice-Code rauszuhauen und zu gucken, wie der performt. Einfach just for fun. Wie viel wirklich in den Videos dich mögen und wegen dir schauen und nicht wegen mir. So, jetzt machen wir einen Abflug hier. Wieder nur am Fressen. Der Zimtteppich wurde wieder wortwörtlich genommen. Nicht der Zimtteppich, denn gottlos, der Zimt ist leer. Ich habe nicht die Vorräte wieder heim mit 500 Gramm Packungen, sondern wir hatten eine kleine Packung und die war jetzt in 3 Tagen alle. Was ich aber dafür leicht übertrieben habe, ist der Chili-Teppich. Der wird auf jeden Fall zweimal brennen, aber es reinigt von innen. Und wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, denn in 15 Minuten habe ich meinen Termin für die innere Reinigung, aka den Ölwechsel oder auch genannt Ozone-Therapie, wo mir Blut entnommen wird, mit Sauerstoff angereichert wird und mir wieder per Infusion eingeführt wird. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ist nicht immer so viel Chili, Alter. Das sind die Geheimnisse des Bären. Alicia, Zimt ist alle. Ja. So that goes in the floor, and then we put the bag. It has 60 ml of normal saline and 10,000 units, 5,000 units of heparin. It's like an anticoagulant that it's gonna go away from your body within 2 hours. But it's because we're working with blood. We don't want it to clot or anything like that. We don't want to give you a clot. Yeah. So. Takes like 10 minutes. Did you guys do each other from before? Yeah, we compete at the Olympia together. Nice. Are you competing this year too? Also, yeah. So you better give me a lot of oxygen. And don't sabotage him. Oh no, we'll never. I will never. Sibam is coming again. Der Service hier ist richtig gut, muss man sagen. Also die wissen, was die hier machen. Sehr, sehr professionell. Und ja, jetzt wird mir hier 60 Milliliter abgezapft, kurz zur Erklärung. Die wird dann gleich dieses Ozone, also den Sauerstoff, holen, ins Blut rein, spritzen. Der wird dann angereichert damit und dann fließt das Ganze wieder zurück in meinen Körper rein. Das Ganze eine sehr, sehr, sehr hohe anti-entzündliche Wirkung, also anti-inflammatorisch, so wie jetzt ein Kurkumin zum gewissen Prozentsatz zum Beispiel macht das halt wieder auf direkten Wege, also alles, was wir zum Beispiel bei uns versuchen mit Supplements zu ergänzen, was ja auch zum gewissen Teil sehr gut funktioniert, machen die hier einfach so direkt darüber und da hast du natürlich sozusagen wie den Ölwechsel, jetzt hast du 100%igen Mehrwert davon. This is the ozone. You can't see it because it's a gas, but I definitely smell it when I got it out of the machine. And now we're just pushing and making sure that, you know, the blood is making first contact with the ozone. So we hold it like this and push it slowly. You're gonna see like bubbles. But those bubbles don't go in your bloodstream because remember the ozone is binding with your hemoglobin. So sometimes I go like this so you guys can compare how dark this one is, because this is yours and this one is the one that has extra oxygen. You see like how it changed the colors. And this takes like just a couple minutes. It's super fast. Neu geboren. Jetzt geht's ab nach Hause, beziehungsweise davor kurz zum Einkaufen, das Nötigste mitnehmen. Morgen fliegen wir heim, aber später gibt es noch ein zweites Training, das werdet ihr dann auch sehen. Rückentraining mit Brad Wilkin, könnt ihr gespannt sein im nächsten Video. Und damit heißt's Tschüss und Ade. Erstmal aus Florida und bis später.